tiefer als je zuvor, stillschweigend, unsichtbar. Deutschlands neue Waffe verbirgt sich im Herzen der Ozeane. Das U-Boot Type 212 CD. Mit seiner revolutionären AIP-Technologie verschwindet es für Wochen komplett von der Erdoberfläche. Klingen Sie aus. Integrierte Schallabsorber und eine innovative Form machen es zum unsichtbarsten Hunter-Killer der Welt. Dennoch verfügt es über eine schlagkräftige Waffensuite, die jede Bedrohung mit Präzision abwehrt oder angreift. Das Type 212 CD. Mehr als ein U-Boot. Es ist Deutschlands unsichtbare Macht, die die Seeherrschaft neu definiert. Stellen Sie sich vor. Lautlos, unsichtbar und tadlich. Genau das ist das U-Boot Typ 212 CD. Es ist nicht einfach nur ein Upgrade der bereits legendary Typs 212A9. Es ist eine Revolution. Seine Form, einem Diamanten nachempfunden, ist nicht nur ästhetisch, sondern ein Meisterwerk der Tarnkappentechnik. Schauwellen von feindlichen Sonaren wurden abgelenkt, nicht zurückgeworfen. Das Ergebnis? Das U-Boot wird zu einem Geist in der Maschine, einem Flüstern im Museum fast unglitsch zu orten. Aber was an diese die best Tarnen ohne Ausdauer? Hier kommt der PEM-Brennstoffzellen-Technologie ins Spiel. Wenn traditionell diesel-elektrische U-Boot regelmäßig auftauchen, müssen, ihre Batterien aufzuladen, ein Moment höchster Gefahr. Kann der Typ 212 CD wochenlang unentdeckt unter Wasser bleiben. Sein Antrieb ist nicht nur leise, produziert auch kaum Wärme. Modern Infrarotsensoren ist es, als würde man versichern, einen Eiswürfel in der Arktis zu finden. Diese Fähigkeit, lange und unbemerkt zu operieren, matcht es zum perfekten Jäger und Aufklärer. Das Herstück dieser Unterwasserfestung ist jedoch sein Gehirn, ein hochmodernes Forschungs- und Waffensystem. Stellen Sie sich ein Netzwerk vor, das Daten von einer Vielzahl von Sensoren in Echtzeit analysiert. Das Passivsonar lauscht auf die leisesten Geräusche Museum. Das Flankarray-Sonar erstellt ein 360-Grad-Kart der Umgebung. Und das alles wird zu einem einzigen klaren Leitbild zusammengefügt. Der Kommandant an Bord hat ein gleich Besicht über das Geschehen unter Wasser. Es sieht ohne Gissen zu werden. Und wenn es Zeit ist zu handeln, ist die Bewaffnung der 212 CD ebenso beeindruckend. Schwergewicht stort wie der DM2A4 keinen Ziel in über Kilometern Entfernung a meitidlicher Precision treffen. Aber die War Revolution liegt in der Zukunft. Die Integration von Zielflugkörpern wie dem Naval-Strike-Missile und die Fähigkeit, Unterwasserdrohnen auszusetzen, verwandeln dieses U-Boot von einem reinen Jäger in einen vielseitigen strategischen Akteur. Es kann feindliche Schiffe angreifen, Geheimoperationen unterstützen und sogar Landziele bedrohen. Als der Sicherheit der Tief heraus. Dieses Projekt ist mehr als nur ein deutsches Unterfangen. In einer beispiellosen Kooperation arbeiten Deutschland und Norwegen Hand in Hand. Gemeinsam investieren sie Milliarden in diese neue Technologie. Solches dieser Super-U-Boot sind bereits bestellt, zwei die Deutsche Marine und vier die Norwegisch. Diese Partnerschaft stärkt nicht nur die NATO-Nordflank gegenüber einem zunehmend selbstbewussten Russland, sondern schafft auch einen neuen Standard für die europäische Verteidigungsbusbarm. Es ist ein klares Signal. Europa steht zusammen und ist bereit, seine Interessen zu verteidigen. Der Bau hat bereits begonnen. In den Werften von ThyssenKrupp Marine Systems in Kiel wird Stahl geschnitten und geformt. 100 von hochqualifizierten Ingenieuren und Arbeitern bringen dieses technologische Wunder zum Leben. AB 2032 sollen die ersten Boot ausgeliefert werden. Es ist ein Langzeitprojekt, eine Investition in die Sicherheit zukünftiger Generationen. Die Entwicklung des Typs 212 CD ist ein direkt Antwort auf die veränderte geopolitische Landschaft. Die russische Marine modernisiert die Flotte und operiert immer aggressiver in der Ostsee und im Nordatlantik. Die Fähigkeit, die wichtigen Seewege zu kontrollieren und zu schützen, ist die Sicherheit und den Wohlstand Europas von entscheidender Bedeutung. Diese U-Boots sind die stillen Wächter, die sicherstellen, dass diese Lebensmittel offen bleiben. Was bedeutet das als die Zukunft der Seekriegsfrauen? Der Typ 212 CD lutet ein neue Ära ein. Ein Ära, in der Tarnung, Ausdauer und vernetzte Sensorik wichtiger sind als Schiergrade oder Geschwindigkeit. Andere Nationen, einschließlich der Niederlande,
die ihr U-Boot flott erneuern wollen, schauen genau hin. Das deutsche Design kennt zum neuen Gold-Standard FR nicht-nuklear U-Boot werden. Es festet Deutschlands Ruf als Vorreiternation im U-Boot-Bau und als entscheidender Akteur für die europäische Sicherheit. Tiefer als je zuvor, stillschweigend, unsichtbar. Deutschlands neue Waffe verbirgt sich im Herzen der Ozeane. Das U-Boot Type 212 CD. Mit seiner revolutionären AIP-Technologie verschwindet es für Wochen komplett von der Erdoberfläche. Klingen Sie aus. Integrierte Schallabsorber und eine innovative Form machen es zum unsichtbarsten Hunter-Killer der Welt. Dennoch verfügt es über eine schlagkräftige Waffensuite, die jede Bedrohung mit Präzision abwehrt oder angreift. Das Type 212 CD. Mehr als ein U-Boot. Es ist Deutschlands unsichtbare Macht, die die Seeherrschaft neu definiert. Stellen Sie sich vor. Lautlos, unsichtbar und tatlich. Genau das ist das U-Boot Typ 212 CD. Es ist nicht einfach nur ein Upgrade der bereits legendären Typs 212A9. Es ist eine Revolution. Seine Form, einem Diamanten nachempfunden, ist nicht nur ästhetisch, sondern ein Meisterwerk der Tarnkappentechnik. Schauwellen von feindlichen Sonaren wurden abgelenkt, nicht zurückgeworfen. Das Ergebnis? Das U-Boot wird zu einem Geist in der Maschine, einem Flüstern im Museum fast unglitsch zu orten. Aber was an TCU die best Tarnen ohne Ausdauer? Hier kommt der PEM-Brennstoffzellen-Technologie ins Spiel. Wenn traditionell diesel-elektrische U-Boot regelmäßig auftauchen, müssen, ihre Batterien aufzuladen, ein Moment höchster Gefahr. Kann der Typ 212 CD wochenlang unentdeckt unter Wasser bleiben. Sein Antrieb ist nicht nur leise, produziert auch kaum Wärme. FR modern Infrarotsensoren ist es, als wird man versuchen, einen Eiswürfel in der Arktis zu finden. Dies Fähigkeit, lange und unbemerkt zu operieren, matcht es zum perfekten Jäger und Aufklärer. Das Herstück dieser Unterwasserfestung ist jedoch sein Gehirn, ein hochmodernes Forens- und Waffensystem. Stellen Sie sich ein Netzwerk vor, das Daten von einer Vielzahl von Sensoren in Echtzeit analysiert. Das Passivsonar lauscht auf die leisesten Geräusche. Das Flankarray-Sonar erstellt ein 360-Grad-Kart der Umgebung. Und das Eels wird zu einem einzigen klaren Leitbild zusammengefügt. Der Kommandant an Bord hat ein Gleichbesicht über das Geschehen unter Wasser. Es sieht ungewissen zu werden. Und wenn es Zeit ist zu handeln, ist die Bewaffnung der 212 CD ebenso beeindruckend. Schwergewicht stort wie der DM-2A4 keinen Ziel in überwusch Kilometern Entfernung mit titeliger Precision treffen. Aber die War Revolution liegt in der Zukunft. Die Integration von Zielflugkörpern wie dem Naval-Strike-Missile und die Fähigkeit, Unterwasserdrohnen auszusetzen, verwandeln dieses U-Boot von einem reinen Jäger in einen vielseitigen strategischen Akteur. Es kann feindliche Schiffe angreifen, Geheimoperationen unterstützen und sogar Landziele bedrohen. Als der Sicherheit der Tief heraus. Dieses Projekt ist mehr als nur ein deutsches Unterfangen. In einer beispiellosen Kooperation arbeiten Deutschland und Norwegen Hand in Hand. Gemeinsam investieren sie Milliarden in diese neue Technologie. Solches dieser Super-U-Boot sind bereits bestellt, 2 FR die Deutsche Marine und 4 FR die Norwegisch. Diese Partnerschaft stärkt nicht nur die NATO-Nordflank gegenüber einem zunehmenden Selbstbewusstsein Russland, sondern schafft auch einen neuen Standard für die europäische Verteidigungsbusbarm. Es ist ein klares Signal. Europa steht zusammen und ist bereit, seine Interessen zu verteidigen. Der Bau hat bereits begonnen. In den Werften von ThyssenKrupp Marine Systems in Kiel wird Stahl geschnitten und geformt. 100 von hochqualifizierten Ingenieuren und Arbeitern bringen dieses technologische Wunder zum Leben. AB 2032 sollen die ersten Boot ausgeliefert werden. Es ist ein Langzeitprojekt, eine Investition in die Sicherheit zukünftiger Generationen. Die Entwicklung des Typs 212 CD ist ein direkt Antwort auf die veränderte geopolitische Landschaft. Die russische Marine modernisierte Flotte und operiert immer aggressiver in der Ostsee und im Nordatlantik. Die Fähigkeit, die wichtigen Seewege zu kontrollieren und zu schützen, ist für die Sicherheit und den Wohlstand Europas von entscheidender Bedeutung. Diese U-Boots sind die stillen Wächter, die sicherstellen, dass diese Lebensmittel offen bleiben.
Was bedeutet das als für die Zukunft der Seekriegsfrauen? Der Tipp 212CD lutet ein neue Ara ein. Ein Ara, in der Tarnung, Ausdauer und vernetzte Sensorik wichtiger, sind als schier Grage oder Geschwindigkeit. Andere Nationen, einschließlich der Niederlande, die ihr U-Boot-Flot erneuern wollen, schauen genau hin. Das deutsche Design kennt zum neuen Gold-Standard FR nicht-nuklear U-Boot werden. Es festigt Deutschlands Ruf als Vorreiternation im U-Boot-Bau und als entscheidender Akteur für die europäische Sicherheit. Tiefer als je zuvor, stillschweigend, unsichtbar. Deutschlands neue Waffe verbirgt sich im Herzen der Ozeane. Das U-Boot Type 212 CD. Mit seiner revolutionären AIP-Technologie verschwindet es für Wochen komplett von der Erdoberfläche. Klingen Sie aus. Integrierte Schallabsorber und eine innovative Form machen es zum unsichtbarsten Hunter-Killer der Welt. Dennoch verfügt es über eine schlagkräftige Waffensuite, die jede Bedrohung mit Präzision abwehrt oder angreift. Das Type 212 CD. Mehr als ein U-Boot. Es ist Deutschlands unsichtbare Macht, die die Seeherrschaft neu definiert. Stellen Sie sich Radio VOR. Lautlos, unsichtbar und tadlich. Genau das ist das U-Boot Typ 212CD. Es ist nicht einfach nur ein Upgrade der bereits legendary Typs 212A9. Es ist eine Revolution. Seine Form, einem Diamanten nachempfunden, ist nicht nur ästhetisch, sondern ein Meisterwerk der Tarnkappentechnik. Schauwellen von feindlichen Sonaren wurden abgelenkt, nicht zurückgeworfen. Das Ergebnis? Das U-Boot wird zu einem Geist in der Maschine, einem Flüstern im Museum fast unglitsch zu orten. Aber was an TC die best Tarnen ohne Ausdauer? Hier kommt der PEM-Brennstoffzellen-Technologie ins Spiel. Wenn traditionell diesel-elektrisch U-Boot regelmäßig auftauchen, müssen, ihre Batterien aufzuladen, ein Moment höchster Gefahr. Kann der Tipp 212CD wochenlang unentdeckt unter Wasser bleiben. Sein Antrieb ist nicht nur leise, produziert auch kaum Wärme. FR modern Infrarotsensoren ist es, als wird man versichern, einen Eiswürfel in der Arktis zu finden. Dies Fähigkeit, lange und unbemerkt zu operieren, matcht es zum perfekten Jäger und Aufklärer. Das Herstück dieser Unterwasserfestung ist jettig sein Gehirn, ein hochmodernes Forschungs- und Waffensystem. Stellen Sie sich ein Netzwerk VOR, das Daten von einer Vielzahl von Sensoren in Echtzeit analysiert. Das Passivsonar lauscht auf die leisesten Geräusche. Das Flankarray-Sonar erstellt ein 360-Grad-Kart der Umgebung. Und das Eels wird zu einem einzigen klaren Lichtbild zusammengefügt. Der Kommandant an Bord hat ein gleich Besicht über das Geschehen unter Wasser. Es sieht ungewissen zu werden. Und wenn es Zeit ist zu handeln, ist die Bewaffnung der 212CD ebenso beeindruckend. Schwergewicht stort wie der DM2A4 keinen Ziel in überwuch Kilometern Entfernung a meitidlicher Precision treffen. Aber die War Revolution liegt in der Zukunft. Die Integration von Zielflugkörpern wie dem Naval-Strike-Missile und die Fähigkeit, Unterwasserdrohnen auszusetzen, verwandeln dieses U-Boot von einem reinen Jäger in einen vielseitigen strategischen Akteur. Es kann feindliche Schiffe angreifen, Geheimoperationen unterstützen und sogar Landziele bedrohen. Als der Sicherheit der Tief heraus. Dieses Projekt ist mehr als nur ein deutsches Unterfangen. In einer beispiellosen Kooperation arbeiten Deutschland und Norwegen Hand in Hand. Gemeinsam investieren sie Milliarden in diese neue Technologie. Solches dieser Super-U-Boots sind bereits bestellt, zwei für die Deutsche Marine und vier für die Norwegische. Diese Partnerschaft stärkt nicht nur die NATO-Nordflank gegenüber einem zunehmend selbstbewussten Russland, sondern schafft auch einen neuen Standard für die europäische Verteidigungsbusbarm. Es ist ein klares Signal. Europa steht zusammen und ist bereit, seine Interessen zu verteidigen. Der Bau hat bereits begonnen. In den Werften von ThyssenKrupp Marine Systems in Kiel wird Stahl geschnitten und geformt. 100 von hochqualifizierten Ingenieuren und Arbeitern bringen dieses technologische Wunder zum Leben. AB 2032 sollen die ersten Boot ausgeliefert werden. Es ist ein Langzeitprojekt, eine Investition in die Sicherheit zukünftiger Generationen. Die Entwicklung des Typs 212CD ist ein direkt Antwort auf die veränderte geopolitische Landschaft. Die russische Marine modernisierte Flotte und operiert immer aggressiver in der Ostsee,
und dem Nordatlantik. Die Fähigkeit, die wichtigen Seewege zu kontrollieren und zu schützen, ist für die Sicherheit und den Wohlstand Europas von entscheidender Bedeutung. Diese U-Boots sind die stillen Wächter, die sicherstellen, dass dies Lebensmittel offen bleiben. Was bedeutet das als für die Zukunft der Seekriegsfrauen? Der Tipp 212CD lutet ein neue Ara ein. Ein Ara, in der Tarnung, Ausdauer und vernetzte Sensorik wichtiger, sind als schier Grage oder Geschwindigkeit. Andere Nationen, einschließlich der Niederlande, die ihr U-Boot-Flot erneuern wollen, schauen genau hin. Das deutsche Design kennt zum neuen Goldstandard für nicht-nuklear U-Boot werden. Es festet Deutschlands Ruf als Vorreiternation im U-Boot-Bau und als entscheidender Akteur für die europäische Sicherheit. Tiefer als je zuvor, stillschweigend, unsichtbar. Deutschlands neue Waffe verbirgt sich im Herzen der Ozeane. Das U-Boot Type 212 CD. Mit seiner revolutionären AIP-Technologie verschwindet es für Wochen komplett von der Erdoberfläche. Klingen Sie aus. Integrierte Schallabsorber und eine innovative Form machen es zum unsichtbarsten Hunter-Killer der Welt. Dennoch verfügt es über eine schlagkräftige Waffensuite, die jede Bedrohung mit Präzision abwehrt oder angreift. Das Type 212 CD. Mehr als ein U-Boot. Es ist Deutschlands unsichtbare Macht, die die Seeherrschaft neu definiert. Stellen Sie sich vor. Lautlos, unsichtbar und tadlich. Genau das ist das U-Boot Typ 212CD. Es ist nicht einfach nur ein Upgrade der bereits legendären Typs 212A9. Es ist eine Revolution. Seine Form, einem Diamanten nachempfunden, ist nicht nur ästhetisch, sondern ein Meisterwerk der Tarnkappentechnik. Schauwellen von feindlichen Sonaren wurden abgelenkt, nicht zurückgeworfen. Das Ergebnis? Das U-Boot wird zu einem Geist in der Maschine, einem Flüstern im Museum fast unglitsch zu orten. Aber was an diese die best Tarnen ohne Ausdauer? Hier kommt der PEM-Brennstoffzellen-Technologie ins Spiel. Wenn traditionell diesel-elektrische U-Boot regelmäßig auftauchen, müssen, ihre Batterien aufzuladen, ein Moment höchster Gefahr. Kann der Tipp 212CD wochenlang unentdeckt unter Wasser bleiben. Sein Antrieb ist nicht nur leise, produziert auch kaum Wärme.